Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Der Herbst ist bei uns schon in vollem Gange. Alles wird schön bunt und ich nehme euch jetzt mal wieder mit auf eine Reise und wir gehen nochmal die Strecke runter zum See, damit ihr auch sehen könnt, wie sich das alles verändert hat. Ihr habt ja schon in den ersten beiden Videos im Frühling und im Sommer gesehen, wie schön das werden kann hier. Und dieselbe Strecke laufen wir nochmal. Und für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, verlinke ich mal das Frühlingsvideo am Ende. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ihr seht, wir haben einen tollen blauen Himmel. Der Wald ist in den buntesten Farben im Moment. Und ich werde euch gleich ein paar bekannte Stellen zeigen, die ihr aus den anderen Videos schon kennt. Hier war das Feld mit dem Hafer. Und der wurde Anfang September geerntet. Das Feld wurde mit dem Mähdrescher abgemäht. Es wird schon wieder grün hier. Die Lärchen sind immer noch grün, aber in Kürze werden sie ihre Nadeln alle verlieren. Genauso wie die Eiche hier nebenan. Hier ist der Birkenstumpf, wo im Frühjahr und im Sommer das Wasser so rauslief. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der eine Teil ist immer noch etwas feucht. Tot ist das Ding noch nicht, das wird erst während dem Frost absterben, wenn der Frost in die Schnittstellen reingeht. Die kleinen Pflanzen, die verändern sich. Der Farn ist am Absterben und die Gräser werden auch langsam gelb. Wir sind jetzt gleich hier unten am See angekommen. Wir waren jetzt einige Wochen überhaupt nicht da, weil ich wegen Gerda nicht sehr lange wegbleiben konnte. Gerda humpelt immer noch und das wird auch noch einige Zeit so dauern, denn ein Kreuzbandriss ist nicht so einfach, wie ich gehört habe, bei einem Hund. Sie hat ein paar Prothesen eingesetzt bekommen. Und das Muskelfleisch muss natürlich verheilen. Der ganze Heilungsprozess, das dauert so 4 Monate lang. Und so lange ist sie eben eingeschränkt. Wir waren die letzten Tage natürlich spazieren, aber sie hat wieder Schmerzen im Knie, weil die Strecke wohl zu lange war oder es war zu uneben. Bei uns ist die Straße gemacht worden. Da ist Schotter gefahren worden und das ist natürlich nicht gerade gut für ein Knie. Das kenne ich von meiner Hüft-OP her. Man geht quasi etwas schief und das geht auf die Knochen. Deshalb bin ich nur mit Thor alleine hier unterwegs. Wir gehen nur den See ein bisschen anschauen und dann werden wir gleich wieder zurückgehen. Jetzt sind wir am See unten, wie man gut erkennen kann. Schaut euch diesen blauen Himmel an, ist das nicht herrlich? Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. Und vor allen Dingen, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, den Daumen nach oben zu machen. Das ist gut für den Algorithmus. Da wird das Video auch oft ausgespielt bei YouTube. Denn der Algorithmus erkennt dann daran, dass das Video vielen Leuten gefallen hat. Auch hier ist der Hafer bereits geerntet worden. Wenn man mal bedenkt, wie spät die Bauern hier aufs Feld kommen, 2 bis 3 Monate später als in Deutschland, da ist das doch ganz schön beachtlich, was die Sonne alles leistet, wenn Ende August und Anfang September die ganzen Felder abgeerntet werden können. Wir hatten optimale Wetterbedingungen dieses Jahr, nicht zu nass, nicht zu heiß, richtig angenehm. Und die Pilze, die wachsen immer noch. Wir haben jetzt 21 Grad.
Schaut mal, da hinten sind die Schwäne. Und dort hinten sind die jungen Schwäne. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die sind sehr groß geworden. 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Also sie leben noch alle. Die Eltern und die Jungen. Die sind jetzt weiß. Die waren, vor 4 Wochen waren sie noch grau. Müssen wir ganz ruhig sein. Ich versuche mal eine Lücke zu finden, wo ich die Schwäne filmen kann. Die sind direkt vor mir hier. Gar nicht mal so einfach. So viele Sträucher. Sieht man sehr schlecht. Ich schaue mal ein bisschen weiter gehen. Da sind sie. Seht ihr, da sind die Jungen. Fünf sind es. Und immer noch grau. Langsam paddeln sie weg. Sie bringen sich etwas in Sicherheit. Ach, der Weiße ist ein Elterntier. Ach, die Sonne blendet leider sehr stark hier. Da schwimmen sie. Eines der Elterntiere ist immer abseits, um aufzupassen auf die anderen alle. Und wenn irgendwas ist, dann geht das sofort in den Angriffsmodus. Enten machen dasselbe. Thor schaut sich das ganze Schauspiel an. Er hat kein Problem mit Wasservögeln. Am Möcki sitzt er oft am Ufer und schaut sich das alles an. Er liebt die Natur unheimlich und respektiert auch die meisten Tiere, außer Raubtiere. Wir hatten letzte Woche einen Bär bei mir in der Nähe. Thor hat die ganze Zeit Rabatz gemacht, passt doch mal auf die Leine auf. Den ganzen Abend und die Nacht auch. Und irgendwann ist er durch den Zaun gegangen und in den Wald. Morgens lag er natürlich zu Hause, aber ich konnte den Zaun dann sehen. Und erst Anfang der Woche habe ich gehört, dass ein Bär bei uns war. Keine 200 Meter von mir. Kommt alles mal vor hier in Finnland. Jetzt ist Herbstzeit, die suchen langsam ihren Schlafplatz und dann kommt der Winterschlaf.
Und im Frühjahr muss man dann in den Wäldern ein bisschen aufpassen, wenn man an größere Felsen kommt, wo kleine Höhlen sind, dass man da nicht auf eine Bären trifft. Kann ganz schnell gehen. Ja, also wenn ihr ein paar Bärentipps haben wollt, kann ich euch gerne geben. Ja, nächsten Monat geht die Elchjagd los, am 12. Oktober. Mal schauen, ob ich mitgehe. Wird sich alles noch zeigen. Die Schwäne haben ihren Parkplatz gefunden jetzt, wo sie uns beobachten können, ganz in Ruhe. Leider blendet mich die Sonne hier über das Wasser unheimlich. Ich kann da kaum was erkennen. Ich hoffe, das ist auf dem Video gut zu sehen. Für mich ist der Herbst die schönste Jahreszeit in Finnland. Der Herbst, der kommt an Stelle Nummer 1 bei mir. Denn erstmal haben wir andere Farben. Der Himmel ist anders. Im Sommer ist er mehr hellblau. Und die Sonne, die hat absolut klasse Farben. Ihr müsst das mal morgens sehen. Morgens ist sehr nebelig. Ich habe jetzt zweimal Glück gehabt. Für Fotos habe ich wirklich den richtigen Augenblick abgepasst. Ja, ganz zufällig. Und es sind auch weniger Insekten in der Luft. Mücken haben wir bis jetzt noch keine getroffen. Aber hier fliegt gerade wieder eine Wespe. Gestochen bin ich diesen Sommer auch schon. Das kann man in einem anderen Video sehen. Und naja, die Elchfliege, die gibt es noch, aber hier am Wasser zum Glück nicht. Jetzt schwirrt mich hier eine Blumenfliege an. Ja, und Bremsen gibt es auch keine mehr. Wir sind hier auf der Strecke überfallen worden vor einigen Wochen. Das war schlimm, das habe ich noch nicht erlebt, sowas. Wahnsinn, das war bestimmt 100 Stück, die Hunde, die haben sich auf den Boden geschmissen. Und ich habe gesehen, dass ich wegkam dort, aber bevor wir hier aus dem geschützten Bereich kamen, waren doch noch einige Meter zu laufen. Ja, also nicht gerade angenehm, die ganze Sache. Die Schwäne begleiten uns, die schwimmen neben uns her. Aber vielleicht wollen sie sich auch nur vergewissern, dass wir verschwinden. Die Jungtiere sind noch dort hinten. Wirklich auch das ist, dass die beiden Ehestreit haben und die Frau gerade ausbüchst. Schaut mal da oben, da fliegen die Wildgänse jetzt. Bald werden sie in Deutschland sein. Ich hoffe, das sieht man auf dem Video. Schreibt mir doch mal eine Nachricht, wenn ihr sie in Deutschland seht. Es ist immer sehr interessant zu wissen, wann sie dort ankommen. Meistens dauert es 6 Wochen. Hört ihr das? Hier ist der Specht zugange, irgendwo in diesem toten Baum. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gefunden. Mal schauen, auf die andere Seite gehen. Ja, ich sehe ihn leider nicht, er sitzt wohl auf der Rückseite. Das ist der Baum mit dieser riesen Beule dort hinten. Daraus werden Kuxas gemacht. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg und gleich werde ich mal in den Herbstmodus wechseln. Denn seit gestern heize ich und das dauert einige Zeit. Holz schleppen, Feuer machen, es geht wieder los. Denn die Nächte sind sehr frisch, heute Morgen waren sie
bei uns 6 Grad. Und zum Wochenende fallen die Temperaturen unter 10 Grad. Also muss ich mich jetzt dran gewöhnen, wieder zu heizen. Jetzt sind wir fast wieder daheim. Da wartet auch die Gerda auf uns. Mit der will sie ein Leckerchen hier haben. Moment, Tor. Na komm her. Ja, alle guilty. Hyvä poika. Ja, Scherzi. Heiße Papa. Nicht springen, Kleine. Nicht springen, mein Schätzchen. Schau mal. Oh. Ja, Gerda muss ich an die Kurzleine nehmen. Sie soll nicht zu viel rumspringen hier. Ist alles ein bisschen schade für sie. Der ganze Sommer geht vorbei. Und sie kann nicht richtig dran teilnehmen. Aber wenn die Zeit vorbei ist, kann sie auch wieder im Wald rumturnen. Und das Kreuzband kann ich erneut reißen. Da sind jetzt diese Prothesen drin. Das ist nochmal hinüber. Gibt kein Eis mehr. Ihr seht, die Sonne, die steht mittlerweile schon ganz anders. Sie geht gleich unter. Die Nächte sind schon viel, viel länger als vor einem Monat. Ja, Kälte habe ich schon erwähnt. Es ist sehr frisch. Und ich bin mal gespannt, wann der erste Schnee kommt. Die Wildgänse sind auf dem Weg nach Süden. Und wenn die Kraniche hier Finnland verlassen, dann weiß ich immer, der Frost kommt. Dann ein paar Tage später. Die Kraniche sind das Zeichen dafür, dass der Frost kommt. Die machen sich dann auf den Weg. Und ich denke mal in einer Woche, 2 wahrscheinlich. Wir haben jetzt den Vollmond hinter uns. Das Wetter hat sich geändert. Und bei Neumond wird es sich wieder ändern. Möglich, dass es kälter wird oder noch mal wärmer. Aber wir werden das ja sehen. Jetzt werde ich als erstes mal meinen beiden Fellnasen was zu essen machen. Die haben bestimmt einen Mordshunger, wie immer. Danach werde ich mich um den Ofen kümmern, um ein bisschen Wärme. Und dann bin ich auch dran mit Essen. Mal schauen, was der Kühlschrank so hergibt. Abwarten, was ich so zaubern kann oder muss. Ja, schade, leider sieht man den Sonnenuntergang von hier nicht mehr. Die Sonne geht jetzt da hinter dem Wald runter. Hätte ich euch gerne gezeigt. Ich stehe hier schon ein bisschen auf dem Balkon. Vielleicht hätte ich die Drohne nehmen sollen. Aber na gut, da kann man jetzt nichts mehr machen. Es ist bei uns jetzt schon etwas dunkel. Ja. Ja, wir haben kurz nach 8 schon. Jetzt ist das dunkel. Könnt ihr euch das vorstellen? So schnell geht das hier. Und in 2 Monaten werden wir nur noch 6 Stunden Tageslicht haben. Da laufen wir in der Dunkelheit rum. Ja, das war's auch für heute schon. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch keinen Daumen oben hattet, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
Und wenn ihr auch noch kein Abo habt, nehmt ruhig eins mit, es kostet nichts. Also, bis zum nächsten Mal. Hey, hey.